Moin, mein Name ist Timo Wölken, ich bin SPD-Europaabgeordneter aus Niedersachsen und gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament. Die Lehre, die ich aus der Corona-Krise ziehe, ist die, dass wir Europa nur gemeinsam aufrechterhalten können, wenn wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Gerade zu Beginn der Krise haben wir gesehen, dass die Nationalstaaten sich in ihre Grenzen zurückgezogen haben, Grenzen geschlossen haben, um die Ausbreitung des Viruses zu verhindern, was zu einer Zeit passierte, als das schon gar nicht mehr sinnvoll war und erst sehr spät damit begonnen haben, sich gegenseitig zu helfen. Zu Beginn der Krise war von gegenseitiger Hilfe leider nichts zu sehen. Im Gegenteil, Grenzen wurden kopflos geschlossen, anstelle in den Regionen, wo schon super viele Infizierte waren, gemeinsam zu helfen. Das Gute ist, wir haben auch aus der Krise gelernt. Zum Beispiel wird die Beschaffung des gemeinsamen Gesundheitsmaterials besser werden. Ich glaube, dass die Europäische Union gestärkt aus der Krise gehen kann, wenn es uns gelingt, einen europäischen Haushalt aufzustellen für die nächsten Jahre, der dafür sorgt, dass die Krisenfolgen in allen europäischen Ländern gemeinsam bekämpft und beseitigt werden. Und das funktioniert nur mit einem gemeinsamen Commitment zu einem vereinten, zu einem starken Europa. Diese Krise war ein externer Schock, die Europäische Union mal wieder weiterentwickelt hat. Davon bin ich fest überzeugt. Aber am Ende des Tages müssen wir jetzt gucken, was die Mitgliedstaaten uns insbesondere im Haushaltsbereich vorschlagen. Das Europäische Parlament ist bereit, für einen europäischen Haushalt einzutreten. Wir sind bereit, gemeinsam Kredite aufzunehmen, um die besonders hart getroffenen Staaten zu unterstützen. Nicht nur mit Krediten, sondern auch mit Zuschüssen für die Haushalte. Das finde ich besonders wichtig. Und ich freue mich auch, dass das Programm EU for Health vorgesehen ist, also ein europäisches Gesundheitsprogramm. Das ist ein weiter Integrationsschritt, den ich sehr begrüße. Insofern glaube ich, dass wir gestärkt aus dieser Krise gehen werden und dass die Europäische Union bei der nächsten Krise wieder gut aufgestellt ist. Bis dahin, bleiben Sie gesund.